Servus. Um USB-Sticks oder Festplatten zu klonen, gibt es natürlich allerlei Programme, die einen kosten, die anderen nicht. Mein persönlicher Favorit ist das Leo Disk Clone. Es ist einfach zu bedienen, aufgeräumt und macht genau das, was es soll. Dazu gehen wir auf easyufi.com, oben in der Leiste auf Backup und Cloning und Disk Clone. Und wenn der Download fertig ist, starten wir das Programm natürlich gleich. Gleich nach dem Start haben wir hier unsere schlichte Übersicht. 3 Möglichkeiten: Partitionsklon, Laufwerksklon und Systemklon. Wir wählen hier Laufwerksklon, suchen in der Liste unsere USB-Sticks oder unsere Festplatten aus, die wir gerne kopieren möchten. Hier nehmen wir die Kingston, das ist das Laufwerk D mit dem Namen Volume. Diese werden wir dann gleich auf die Samsung klonen. Gehen auf Nächstes. Hier sehen wir dann alle Sticks und Platten, die wir im System haben und wie viel Speicher noch frei ist. Dann können wir klonen als MBR oder Sektor für Sektor klonen. Bei Sektor für Sektor klonen sei gesagt, dass bei dieser Methode die Quell-SSD, in unserem Fall Kingston, 1:1 kopiert wird, auch alle leeren Blöcke, nicht nur die vollen. Das heißt, unsere Zielfestplatte muss mindestens genauso groß sein, wenn nicht sogar etwas größer, weil die Herstellerangaben gegen die Binärangaben unterschiedlich sind. Wird aber eher selten benötigt, außer du brauchst ein exaktes Image, wie es zum Beispiel in der Forensik benutzt wird. Dann wählen wir unseren Zielspeicherort aus. Auf der nächsten Seite können wir dann noch unser Festplattenpartitionslayout aussuchen. Das werden wir hier beibehalten. Das werden wir dann später in Windows so erstellen, wie wir das gerne möchten. Hier könnten wir dann nochmal Sektor für Sektor Klon der Partition auswählen. Wollen wir nicht. Dann werden wir benachrichtigt, dass die Zielfestplatte komplett gelöscht wird. Das wollen wir. Je nach Größe der Platten und Sektor bei Sektor kann die Zeit natürlich sehr stark variieren. Dann kommt die Nachricht, dass der Vorgang beendet wurde und die Wechseldatenträger sicher ausgeworfen werden sollten. Wie das dann aussieht, wenn das fertig ist und beide Platten gleich ausschauen, sehen wir, wenn wir uns das in der Übersicht ansehen. Beide Platten haben nun denselben Namen und auch dieselbe Partitionsgröße von den 111 GB. Diese können wir auch nochmal kontrollieren, indem wir in die Datenträgerverwaltung von Windows gehen. Dazu geben wir einfach Part unten in die Suchleiste ein und klicken auf Festplattenpartition erstellen. Dann öffnet sich die Datenträgerverwaltung und hier sehen wir dann, dass wir hier 2 gleiche Platten haben. Das ist einmal Volume D und einmal Volume G, 111 GB. Und die zweite Platte hat laut Hersteller 250 GB, hier 232, einmal mit 111 partitioniert. Und die restlichen 121 erstelle ich auch noch als neues Volume, damit ich da auch noch Platz habe, um Dinge abzulegen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video geholfen hat, dann gerne einen Daumen hoch und abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.